Bremen ist global gesehen nur eine kleine Stadt, aber als traditionelle Handelsstadt ist Bremen global bekannt. Es gibt Verbindungen zu Orten, die tausende Kilometer entfernt sind. Erst durch die Hanse im Mittelalter, im 18. Jahrhundert machte Bremen Geschäfte mit den USA und danach kam sogar der Handel mit Asien dazu. Auch mit der kleinen Insel Taiwan vor dem chinesischen Festland. Diese Beziehungen haben teilweise bis heute gehalten oder werden neu geknüpft. Steffen Hudemann über die engen Verbindungen zwischen Bremen und Taiwan in einem Buten und Binnen extra. Es ist eine ganz andere Kultur, ja. Ich habe die schon von klein auf mit aufgesogen und ich fühle mich irgendwie mit der verbunden. Für mich ist Made in Taiwan, hat immer irgendwas mit Elektronik zu tun. Das ist einfach meine Heimat jetzt mittlerweile. Taiwan ist meine Heimat. Asien, Taiwan, erscheint weit entfernt von diesem Hinterhof in Bremen-Findorf. Doch der Familienbetrieb von Sebastian Bollhorst und seinem Vater Rolf macht gute Geschäfte mit und in Fernost. In Bremen entwickeln und produzieren sie Industriekameras. Medizintechnik, Textilfertigung, Smartphone-Produktion, Anwendungsgebiete gibt es viele. Bremen ist nach wie vor Hauptsitz, aber seit der Sohn mitmischt, ist der asiatische Markt genauso wichtig geworden. Nach dem Studium habe ich eine Aufgabe gesucht. Ich bin dann kurze Zeit nach Shanghai gegangen, habe dort ein Praktikum gemacht und habe mich da mit Asien angefreundet. Und zu dem Zeitpunkt hat die Firma schon Kameras entwickelt, wo wir viele Bauteile damals schon in Asien eingekauft haben. Und daraufhin haben mein Vater und ich gesprochen und haben wir entschieden, dass ich nach Taiwan gehe. Aus diesem ersten spontanen Besuch wurden bisher 7 Jahre. Taiwan, 23 Millionen Einwohner, Inselstaat vor der Küste Chinas. Eine der 30 größten Volkswirtschaften der Welt. Hier sitzt noch ein Bremer Unternehmen, das schon deutlich länger in Asien ist. Die Filiale des Handelshauses Melchers, mit dessen Geschäftsführer Anton Melchers. Auch wenn, ich sage jetzt mal, die Vergangenheit nicht wirklich für die Zukunft eine Garantie ist, aber trotzdem hilft es uns im Geschäft einfach eine gewisse Seriosität rüberzubringen, dass wir sagen, wir sind seit 200 Jahren im Geschäft, seit 150 Jahren knapp in Asien, wir verstehen unsere Gegenüber und unser Ziel ist, langfristige Partnerschaften aufzubauen. Anton Melchers, so hieß auch der Vorfahr, der das Unternehmen 1806 in Bremen gründete. 50 Jahre später ging die Firma nach Hongkong, dann nach Shanghai. Genau zur richtigen Zeit. Asien öffnete sich dem Westen und die Geschäfte liefen gut. Die Bremer handelten mit Baumwolle, Tabak oder Seide. Später waren es Uhren, Lampen und Maschinen. Heute ist Melchers in 13 asiatischen Ländern vertreten. Das Büro in Taiwan hat Anton Melchers erst vor wenigen Monaten übernommen. Es ist seine erste Anstellung im Unternehmen. Und obwohl es nicht sein erster Job in Asien ist, muss er sich an die Rolle als Chef hier noch gewöhnen. Es ist hierarchischer, es ist traditioneller, es ist konservativer. Also zum Beispiel der Chef, der Lauban, das ist der Lauban, da wird viel für gemacht, um ihm das Gesicht zu geben. Da ist diese Schwelle noch da, die man in Europa vielleicht nicht mehr hat. Das versuche ich eigentlich nicht so zu leben. Also ich versuche, die Türen offen zu haben. Ich gehe auch zu den Mitarbeitern direkt an den Schreibtisch. Also ich möchte eigentlich versuchen, wirklich auf Augenhöhe zu arbeiten, um eben eine Vertrauensbasis zu haben, auf der wir dann zusammenarbeiten können. Der erst 34-Jährige will in Taiwan Neues ausprobieren, zusätzlich zum traditionellen Handel. Taiwan ist eine Drehscheibe für den asiatischen Markt. Ortswechsel. Diese Elektronikmesse ist ein Pflichttermin für den Bremer Sebastian Bollhorst und seine Kameras aus Findorf, Germany. Made in Germany ist in Taiwan sehr, sehr hoch angesehen. Deutschland hat einen sehr hohen Stellenwert hier, wenn man mit den Leuten spricht. Es wird immer gefragt, Deutschland, Mercedes-Benz, BMW ist einmal die Standardantwort, die man als erstes bekommt. Einen ganz so großen Namen hat The Imaging Source noch nicht, aber ein neues, schickes Bürogebäude in Taipeh.
Der Produktionsleiter Klaus Zeng ist ebenfalls ein Norddeutscher aus Delmenhorst. Getroffen haben er und Sebastian Bollhorst sich zufällig hier in Taipeh. Inzwischen produzieren die beiden mit rund 30 Mitarbeitern Kameras für den gesamten asiatischen Markt. Die Verbindung zwischen Norddeutschland und Taiwan hat sich bewährt. Ich will es mal so ausdrücken, Norddeutsch ist so ein bisschen der Sturkopf. Und Taiwanesisch, die sind ein bisschen offener, ein bisschen lockerer alles. Und da werden manche Sachen werden einfach ungefähr erledigt, aber nicht eben halt präzise, wie man das gerne möchte. So, und da gab es am Anfang dann schon ein paar Mal hier kleine Konflikte, aber mittlerweile haben die taiwanesischen Mitarbeiter das sehr gut adaptiert, sodass sie auch mittlerweile, ich sag mal, fast norddeutsch sind. Zurück auf der Fachmesse. Im Vergleich zu dem, was die Konkurrenz auffährt, wirkt der Stand der Bremer fast ein wenig nüchtern. Aber das Interesse ist da, vor allem von Kunden aus China. Denn wie damals Melchers kommt auch die Imaging Source zum richtigen Zeitpunkt. Die Smartphone-Branche boomt. Ob beim iPhone oder anderen Modellen, oft sind es taiwanische Unternehmen, die in China produzieren. Mit dem Boom aber steigen die Löhne und somit das Interesse an Technik, die den Menschen ersetzen kann. Die Nachfrage ist in den letzten Jahren sehr gestiegen. Als ich hier anfing, vor 7 Jahren, war der chinesische Markt noch sehr klein, weil damals war immer noch das Credo, das kann eher ein Mensch inspizieren, es ist vielleicht auch kostengünstiger. Das hat sich aber in den letzten Jahren wirklich gewandt hinzu, dass man vermehrt in Automatisierungstechnik investiert und natürlich dann auch in Kameras. Auch Taiwan verändert sich. Mit dem Zug geht es in den Süden der Insel. Mit wachsendem Wohlstand nimmt die Freizeit einen immer größeren Raum ein. Und deshalb investiert Melchers in ganz neue Projekte, zum Beispiel in diese Wakeboard-Anlage. Es ist die Notwendigkeit eines Händlers oder eines Unternehmers, sich anzupassen an die Gegebenheiten. Und Melchers hat eben eine sehr lange Tradition in den Märkten hier draußen und die Märkte verändern sich. Einen Trend zu etablieren ist allerdings gar nicht so leicht. Das junge Team gibt sich Mühe, doch immer wieder treffen sie auf Probleme, mit denen niemand gerechnet hatte. Und die sind nicht nur technischer Natur. Andere Herausforderungen wie dass grundsätzlich in der chinesischen oder in der taiwanesischen im Aberglauben im Wasser Geister wohnen und Großmütter, das erleben wir hier täglich, Großmütter ihren Kindern verbieten, ins Wasser zu gehen, weil sie eben vermuten, dass da irgendwelche böse Geister sind, die dann das Kind in den Abgrund reißen. Es ist Abend geworden in Taipeh, Zeit auszugehen. In dieser Bluesbar spielt an diesem Abend ein alter Bekannter, Klaus Zeng, hier rechts mit lila Perücke. Gemeinsam mit Freunden aus Ost und West bringt der Ingenieur aus Delmenhorst regelmäßig den Blues nach Taiwan. Es ist ein Stück Heimat, was man auch hat, in irgendeiner Form. Auch die Musik weiterzumachen, das Hobby, was man vorher schon hatte, einfach weiterzuführen. Auch Klaus Zengs Frau hier rechts ist zum Konzert gekommen. Seit 12 Jahren lebt der Norddeutsche in Taiwan und will hier nicht mehr weg. Einen chinesischen Namen hat er ja längst. Der geborene Radke heißt seit seiner Heirat Zeng. Weil ich habe meine Frau in Deutschland kennengelernt, genau gesagt in Oldenburg. Und als wir geheiratet haben, habe ich gesagt, es ist viel einfacher, wenn ich den chinesischen Namen meiner Frau annehme, den Familiennamen, weil der deutsche Nachname ist viel zu kompliziert auszusprechen für chinesisch sprechende Leute. So habe ich den Namen meiner Frau angenommen. Das Abenteuer Asien hat sich für ihn gelohnt, genau wie für seine beiden Chefs in Bremen. Rolf und Sebastian Bollhorst bauen einen neuen Firmensitz in der Überseestadt, denn dem Familienbetrieb geht es gut. Und das liegt auch an den erfolgreichen Geschäften zwischen Bremen und Taiwan.